Du holst ja die Kohle zurück, hm? Du hast ja keine Ahnung. Das heißt, du willst aufgeben? Darf ich dich daran erinnern, dass du Anwalt bist? Eben. Deshalb weiß ich auch, dass Charlie das Geld von mir einklagen kann. Ich kann doch keinen öffentlichen Skandal riskieren. Das glauben Sie doch nicht im Ernst. Wo leben Sie denn? Nur wenn wir Synergien bilden, haben wir auf dem Weltmarkt eine Chance. Gegen Hollywood? Das ist ja wohl lächerlich. Andi, ich brauch dich doch. Was ist? Hast du Angst, dass dir wieder die Luft wegbleibt? Bestimmt nicht so, wie Sie denken. Sie müssen noch einiges lernen. Wenigstens bin ich bereit dazu. Also das ist doch nun typisch Männer. Diese alberne Fachsimpelei. Wir wollten uns einen netten Abend machen. Alberne Fachsimpelei. Es geht hier um die Zukunft der deutschen Medien. Ja, für die ich allerdings schwarz sehe, wenn Ihre Haltung Schule macht. Worum geht's hier? Es geht hier um den Niedergang der deutschen Filmwirtschaft, den Ihr Vater mit allen Kräften betreibt. Drüben gibt's Champagner. Wollen wir nicht vielleicht... Danke, nein, für mich nicht. Ich bin müde, muss morgen früh raus. Ja, da wünsche ich eine angenehme Nacht. Champagner ist jetzt genau das Richtige. Musste das sein? Ich habe mit dem Thema nicht angefangen. Kannst du nicht einmal akzeptieren, dass jemand anderer Meinung ist als du? Kann ich, wenn er bessere Argumente vorbringt. Willst du wirklich schon gehen? Ich fühle mich hier nicht so wohl. Na gut, dann begleite ich dich. Mein Puls auf 180 ist, fliegt das Ding in die Luft. Oh, oh. Keine Angst. Ich sag dir schon Bescheid, wenn ich in Ohnmacht falle. Okay. Wir wollten euch nicht stören, aber wir haben mit dem Stationsarzt gesprochen. Und? Was hat er gesagt? Er ist zufrieden mit dir. Hey. Ich hab's doch gewusst. Der Arzt will dich zur Beobachtung noch eine Nacht hier behalten. Der spinnt ja wohl. Mir geht's richtig gut. Sieht man. Der Arzt besteht darauf. Was soll ich denn machen, wenn du weg bist? Das kann doch kein Arzt wollen. Also ich finde das auch unverantwortlich, echt. Aber es bleibt immer noch morgen. Und übermorgen und nächste Woche. Ich lasse dich bestimmt nie wieder gehen. Und morgen hole ich dich ganz früh ab, okay? Aber nicht zu früh. Ich will auspennen. War nur Spaß. Ich kann's kaum erwarten, dich endlich wiederzusehen. Wie bitte? 18% Zinsen pro Monat? Aber sonst geht's Ihnen gut. Nein, auf Wiederhören. Hört sich ja verdammt nach Kredithai an. Ja, ich brauche zwar einen Kredit, aber bei diesen Konditionen kann ich das vergessen. Ich wiederhole mich gern. Steig bei mir ein. Die Unterhaltungsbranche kennt keinen Schmerz. Mach deine Drogengeschäfte alleine. Okay? Du willst als kleiner, publiger Angestellter Tag und Nacht schuften, um deine Zinsen abzustottern? Hi. Hallo. Abend. Na, du siehst ja fertig aus. Ich bin auch echt platt. So viel habe ich in den letzten Monaten nicht gearbeitet. Also, wenn du Hilfe brauchst, du musst nur Bescheid sagen. Ich dachte eigentlich, du wärst sauer, weil du meine Firma nun doch nicht übernehmen kannst. Wie kommst du denn darauf?
Natürlich freue ich mich, dass du hier geblieben bist. Klar, da muss mir irgendwas entgangen sein. Ich kann es bezeugen. Also wenn du willst, dann kann ich gerne wieder ganz in deine Firma einsteigen. Nicht schon wieder. Ihr habt euch doch schon die ganze Zeit während der Fahrt... Franzi, du weißt aber schon, dass wir gleich noch vor der Schule ins Label müssen. Ja, ist gut. Morgen zusammen. Hi. Hey, morgen. Hi. Svani, was hast du denn da? Was habe ich da? Das sieht nach einem Hämatom aus. Oh nein. Was ist das? Auch bekannt als Knutschfleck. Verursacht durch die Privatbehandlung von Schwester Franziska. Können wir jetzt? Ja. Sehen wir uns heute Nachmittag? Klar. Ja? Ciao. Und gute Besserung. Warte! Ich freue mich. Bis bald. Ja. Ciao! Also, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch interpretiere, dann seid ihr beiden wieder zusammen? Gut beobachtet. Wie? Einfach so? Machst du Witze? Das hat mich fast das Leben gekostet. Andi, du bist ein Held. Und was für eine. Also ich finde es ja schon schade, Was denn? dass du dich so gar nicht mit Martin verstanden hast. Weil du mit ihm befreundet bist, hm? Nein. Naja, vielleicht. Um ehrlich zu sein, ich hatte gehofft, dass er dir einen Job anbietet. Eigentlich hätte ich mir das gleich denken können. So wild wie du darauf warst, dass ich mich mit ihm allein unterhalte. Na und? Wäre doch praktisch. Und Beinbach All Media hat einen sehr guten Stand in der Branche. Charlie, ich finde deine Bemühungen ja sehr nett. Aber ich kann mir selbst einen Job besorgen. Das weiß ich. Trotzdem finde ich es sehr schade. Martin von Beinbach vertritt nun mal Ansichten, die ich nicht teilen kann. Ja, das verstehe ich, aber du hättest nicht gleich mit ihm streiten müssen. Ich vertrete doch nur meine Standpunkte, das ist alles. Obwohl es mir nachher im Hotel leid getan hat, dass die Diskussion so aus dem Ruder geraten ist. Eigentlich hat mir die Auseinandersetzung richtig Spaß gemacht. Typisch mein Bruder. Aber du hast schon immer schwer einlenken können. Wenn ich etwas für falsch empfinde, kann ich nicht so tun, als wäre das Gegenteil richtig. Ja, und leider denkt Martin genauso. Da die beiden gerade von mir sprechen. Martin. Für mich ist unsere gestrige Diskussion noch nicht beendet. Versteh mich nicht falsch. Ich freue mich ja, dass du wieder in die Agentur einsteigen willst. Aber ich begreife noch nicht, wieso du nicht mehr als Anwalt arbeiten willst. Zumal du bei mir viel weniger verdienen würdest als bisher. Der Job in der Kanzlei macht mir einfach keinen Spaß. Das ist viel zu trocken und Geld ist nicht alles. Na, umso besser. Ja, wunderbar, dann sind wir im Geschäft. Ja, wenn du dich wieder mit deiner 50-prozentigen Einlage beteiligst, sind wir wieder im Geschäft. Das würde ich gerne machen, aber ich bin momentan überhaupt nicht flüssig. Wieso das denn nicht? Du hast doch gerade erst die Anteile von dieser Kanzlei verkauft. Ja, das schon, aber ich habe alles gleich in Aktien investiert. Da komme ich nicht dran. Wieso kommt man da nicht ran? Die kann man doch einfach verkaufen. Ja, aber ich habe keine Lust, einen Haufen Spekulationssteuer zu bezahlen. Na gut, das leuchtet ein. Ja, und weil ich das gesamte Geld gewinnbringend angelegt habe, Bist du sozusagen pleite. sozusagen. Deshalb wäre es schön, wenn du mir die Einlage für meinen Anteil erstmal stunden könntest. Na gut, das kann ich machen. Dann warten wir mit den Verträgen auch noch und dann... Nein, nein, ich meine, das können wir gleich heute machen. Mir soll's recht sein. Ja, wunderbar. Du entschuldigst mich, ich habe noch was Wichtiges vor. Danke. Ja, wie gesagt, ich empfand unsere gestrige Unterhaltung als sehr anregend. Ging mir genauso. Sie sind ein Mann mit Rückgrat. Das gefällt mir. Ach, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich dachte schon, ihr redet kein Wort mehr miteinander. Das wird sich kaum machen lassen, wenn er sich entschließt, für mich zu arbeiten. Soll das heißen, dass Sie mir einen Job anbieten wollen? Ich hätte ganz gerne große Milch, ja? Hallo, Angela.
Angelo, hier ist Cecile. Kann ich bitte Charlie sprechen? Sind Sie denn interessiert? Wenn die Konditionen stimmen. Ja, darüber können wir uns gerne unterhalten. Verzeihung, Frau Schneider. Frau Demaron möchte Sie dringend sprechen. Ja, ich komme, Angelo. Ihr entschuldigt mich? Wann haben Sie denn Zeit? Ja, sagen wir um... Moment. 15 Uhr bei mir in der Firma? Passt Ihnen das? Klar, kein Problem. Schön. Dann sehen wir uns später. Und vielleicht finden wir dann noch Zeit, unseren kleinen Disput fortzuführen. Gerne, aber rechnen Sie nicht damit, mich noch überzeugen zu können. Ja, woher hat er denn auf einmal wieder Geld? Hat er nicht. Ich glaube, er will jetzt Mark ausnehmen. Ja, klar. Das müssen wir verhindern. Deshalb rufe ich dich ja an. Gut. Ihr seid noch zusammen, ja? Nur Mark. Umso besser. Ich komme gleich zu euch, ja? Okay, aber beeil dich. Ja, du musst ihn halt irgendwie hinhalten. Ja, ich versuch's. Die Briefe sind gleich fertig. Okay. Du, Daniela, du kannst ja ruhig ein bisschen Zeit lassen. Die erste Stunde haben wir eh nur Englisch. Oh, lass das bloß nicht Beatrice hören. Sag, wie geht's dir eigentlich? Gibt's was Neues? Nee, leider nicht. Es wird dir bestimmt bald wieder besser gehen. Oh, sorry. Ich hab's gleich. Okay. Du sag mir, weiß deine Mutter noch gar nichts von dir und Andi? Nee, wie denn? Ich darf ja keinen Kontakt zu ihr haben, solange sie noch in der Klinik ist. Ach, dann überrasch sie einfach, wenn sie wieder nach Hause kommt. Die freut sich tierisch. Wahrscheinlich grinst sie mich eh nur an und sagt, war klar, dass sie wieder zusammenkommt. Alexa? Meinst du, ich habe zu lange gezögert? Wie kommst du darauf? Jetzt frisst er dir aus der Hand. Das will ich doch gar nicht. Mir reicht es, Andi mich einfach nur liebt. Was ist denn? Meinst du wirklich, ich kann da einfach so Oh anrufen? mein Gott. Du verstehst es nicht. Ja, das stimmt. Was ist, wenn er sich gestört fühlt? Du willst dich doch nur erkundigen, wie es ihm geht. Ja, und seine Stimme hören. Wahrscheinlich kommt bei mir noch nicht einmal ein vernünftiges Wort raus. Da kann ich dir einen Tipp geben. Vergiss den Typen. Er hat sein Leben riskiert, aber nicht für dich, sondern für Franziska. Aber Franziska will ihn doch gar nicht mehr. Das ändert aber nichts an seinen Gefühlen. Ja, du hast ja recht. Ich sollte mir nichts mehr vormachen. Sie hat's geschnallt, ein Wunder. Aber trotzdem war es schön, seine Lippen zu berühren. Vielleicht hat sie mir auch gefallen. Ja, klar. Er hat an nichts anderes gedacht, mit seinen Lungen voller Wasser. Du bist so unromantisch. Vielleicht kann ich ihn ja doch noch davon überzeugen, dass ich die Richtige für ihn bin. So, ich finde, es reicht langsam. Ich habe echt mal was zu tun. Marc, bitte. Charlie wird sicher gleich hier sein. Ja, schön. Kannst du mich nicht mal einweihen, worum es überhaupt geht? Um Lukas und dich. Ich habe vorhin zufällig euer Gespräch mitbekommen. Charlie! Na, endlich. Guten Morgen. So, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Hast du ihn schon aufgeklärt? Nein, hat sie nicht. Also, worum geht's? Marc, um es gleich auf den Punkt zu bringen. Sie dürfen Lukas auf keinen Fall zu ihrem Geschäftspartner machen. Und wieso nicht? Weil er der skrupelloseste Mensch ist, den ich kenne. Auch mich hat er nur ausgenutzt. Kann es sein, dass Sie mir das jetzt nur aus gekränkter Eitelkeit heraus sagen? Ihrem Bruder geht es nur um eines, um Geld. Diese traurige Erfahrung musste ich auch machen. Seine Gefühle für mich waren nur vorgespielt. Das tut mir ehrlich leid für Sie. Und wenn es wirklich so war, ich meine, was habe ich damit zu tun? Marc, er wird auch dich um dein Geld bringen. Das ist Unsinn. Lukas verfolgt nur dieses eine Ziel und das mit allen Mitteln. Marc, bitte, Sie müssen uns glauben. Ich finde, es reicht jetzt langsam, wirklich. Selbst seine Lähmung war nur vorgespielt. Er ist nicht der Mensch, für den du ihn die ganze Zeit hältst. So, ich bin fertig. Wohin wollen wir? Wie wär's zur Abwechslung mal mit dem Schneiders?
Oh, Gefahrenzone. Du könntest Charlies Bruder begegnen. Ist bereits passiert. Unsere kleine Auseinandersetzung ist vom Tisch. Oh, das freut mich. Ich fand ihn eh ganz sympathisch. Oh, mein Handy. Ihr Handy. Martin, lange nicht gesehen. Hallo Silvia. Ist Marie da? Wir wollen gerade essen gehen. Sie holt nur noch ihr Handy. So, jetzt können wir aber. Silvia. Ich war gerade in der Nähe und dachte, wir könnten zusammen essen gehen. Aber wie ich sehe, hast du schon eine Verabredung. Ja, das tut mir leid. Das macht nichts, gar nichts. Wir telefonieren? Ja, gern. Bis dann. Ja. Alles klar? Sicher. Was soll schon sein? So, das wird ja immer schöner. Also Lukas soll den damaligen Arzt bestochen haben. Sonst hätte er seine angebliche Lähmung uns nicht alle glauben machen können. Ah ja, und dafür gibt's auch Beweise. Marc, du musst uns glauben. Wir wollen dich nur vor ihm warnen. Ja, das sagte dir bereits. Aber warum soll er mich denn überhaupt abzocken wollen? Er hat doch gerade erst den Anteil aus seiner Kanzlei ausgelöst. Und warum will er dann einen Vorschuss von dir? Weil er sein ganzes Geld in Aktien angelegt hat. Das ist gelogen. Ach ja. Ich habe ihn dazu gebracht, ein völlig wertloses Gemälde zu ersteigern. Dabei ist sein ganzes Geld draufgegangen. Sie meinen, Sie haben ihn dazu gebracht, diese Abartigkeit in Öl zu ersteigern? Verstehe ich überhaupt nichts mehr. Charlie hat sich nur das zurückgeholt, was er sowieso gehört hat. Ja, da müssen wir auch gar nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall weiß ich, dass er keinen Cent mehr hat. Die Sache mit den Aktien stimmt also definitiv nicht. Er hat kein Geld mehr, weil Sie ihn über den Tisch gezogen haben, oder? Das hat er verdient, glauben Sie mir. Aber wenn Sie so sehr von der Unschuld Ihres Bruders überzeugt sind, Marc, haben Sie sicherlich gegen einen kleinen Test nichts einzuwenden. Hallo, schöner Mann. Hey, schöne Frau. Na? Was machst du hier? Ich denke, du hast Schule. Zu theoretisch. Ich habe beschlossen, heute ist die Praxis dran. Wie sieht die Praxis aus? So zum Beispiel. Darf ich mal? Nee, das ist privat. Ich will doch nur mal sehen, womit du dich so beschäftigst. Franzi, gib her. Bitte. Das sind ja alles Zeichnungen von mir. Ich habe eben ziemlich oft an dich denken müssen. Wenn ich das gewusst hätte. Dann wärst du wahrscheinlich schon viel eher zu mir in die Wanne gestiegen. Das ist bescheuert. Lukas! Ja. Schon Feierabend? Wie finde ich das denn? Tja, du solltest dir auch einen großzügigen Bruder zulegen. Ich werde ihn bei Mama und Papa in Auftrag geben. Spaß beiseite. Mucki Mark finanziert dich doch nicht fürs schnöde Nichtstun. Du, der hat schon damit begonnen. Denkst du, ich mache mich für seine schwachsinnige Agentur kaputt? Du bist doch Teilhaber. Am Gewinn habe ich keine Teil. Ob der Hübsche das auf Dauer so mitmacht? Du, der Hübsche ist so naiv, dem kann ich alles erzählen. Hoffentlich geht das gut. Hinterher gibt's wieder das große Gejammer. Ich kenne das. Ich ziehe das ja nur so lange durch, bis ich ihm seine ganze Kohle abgeknöpft habe. Was machst du so lange? Ich führe Kundengespräche. Aus denen natürlich überhaupt nichts wird? Naja, wir stecken ja in einer wirtschaftlichen Krise, nicht? Dann überanstreng dich mal nicht, mein Lieber. Ja, du, auf schwere Literatur kann ich ja verzichten. Erholsame Nachtruhe. Dankeschön. Mist. Wenn ich einmal einen Termin habe. Hallo? Hallo, ist da jemand? Hi, meine Lebensretterin. Schön, dass du vorbeikommst. Ich wollte nur mal so schauen, wie es dir so geht. Alles bestens. Magst du einen Moment reinkommen? Ich glaube, ich störe nicht mehr weiter. Wie du meinst.
Aber irgendwann lade ich dich zum Konzert ein oder zum Essen. Schließlich bin ich dir was schuldig. Ach komm, nicht der Rede wert. Aber hört sich gut an, so zu zweit was machen. Tja, und wenn du einen anderen Vorschlag hast, ist mir auch recht. Wie wär's mit jetzt gleich? Ey, Andi. Was ist denn jetzt mit meiner Wohlfühlmassage? Oh, hi Jana. Hi. Ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt, dass du Andi das Leben gerettet hast. Tag. Hey, was soll das? Was willst du hier? Ich will zu Marc, und zwar sofort. Dann lass dir vielleicht einen Termin in seinem Büro geben und erst verschwinde. Ich denke gar nicht daran. Marc ist nicht hier, also. Ich werde ihn schon noch antreffen. Und dann werde ich ihm die Wahrheit über dich erzählen. Vor allem, dass du ihn nur ausnehmen willst. Oh Gott, wie dramatisch. Und was willst du ihm sagen? Wie schurkig du dich mir gegenüber verhalten hast. Und dass deine Lähmung nur eine schlechte Show war. So schlecht kann meine Show nicht gewesen sein, denn mein schwachsinniger Bruder glaubt mir bis heute. Es sei denn, ich erzähle ihm, wie es wirklich war. Mach dich nicht lächerlich. Du hast ja nicht mal Beweise. Die sind auch gar nicht nötig. Ich habe genug gehört. Sag mal, kannst du dir noch mal die Gästeliste angucken? Nicht, dass wir am Ende jemanden vergessen haben. Möchtest du auch noch ein Wasser? Gerne. Angelo, wir hätten gerne noch 2 Wasser. Komm sofort. Silvia auch? Ist das ein Problem für dich? Silvia ist kein Thema mehr. Für mich gibt es nur noch Beatrice. Stört dich nicht, dass sie zur Hochzeit kommt? Natürlich nicht, sie ist deine Mutter. Lars Schneider hast du vergessen. Steht doch noch gar nicht fest, wie lange er in Düsseldorf bleibt. Eine ganze Weile, schätze ich. Woher willst du das denn wissen? In einer Stunde habe ich ein Einstellungsgespräch. Gestern streitet ihr euch und heute gibst du ihm einen Job? Ja, ich mag Menschen, die ihre Haltung verteidigen. Außerdem ist er sicher ein Gewinn für die Firma. Wofür war jetzt der? Für den Sturkopf, der trotzdem ab und zu über seinen Schatten springen kann. Bei Herrn Schneider ist es mir leicht gefallen. Ich glaube, wir haben vieles gemeinsam. Hallo? Ist da jemand? Wer sind Sie? Und was wollen Sie hier? Bitte erschrecken Sie nicht. Es sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich bin kein Einbrecher oder sowas. Naja, danach sehen Sie auch wirklich nicht aus. Ich bewohne das Zimmer nebenan. Ich habe mich ausgesperrt.